Ein Schokokuchen zum Dahinschmelzen. Die Torta Caprese ist wunderbar weich und saftig und wird ganz ohne Mehl gemacht. Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Der Legende nach ist das Rezept für diesen Schokokuchen vor rund 100 Jahren auf der Insel Capri entstanden, als ein Konditor für ein paar Handlanger von Al Capone einen Schokokuchen backen sollte und vor lauter Aufregung das Mehl vergaß. Ob sich diese Geschichte nun tatsächlich so zugetragen hat, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich habe diesen Schokokuchen schon mehrfach gebacken und er gehört inzwischen schon zu unseren absoluten Lieblingskuchen. Für den Schokokuchen braucht ihr zuerst einmal eine Zartbitterschokolade. Anders als in anderen Rezepten wird diese aber nicht geschmolzen, sondern muss fein gerieben werden. Das könnt ihr entweder von Hand mit einer Küchenreibe oder in der Küchenmaschine machen. Statt Mehl werden für diesen Kuchen fein gemahlene Nüsse verwendet. Ich nehme hier eine Mischung aus Mandeln und Haselnüssen. Ihr könnt aber auch nur eins von beiden verwenden. Nachdem das nun soweit vorbereitet ist, können wir dann den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Für den Teig brauchen wir zimmerwarme weiche Butter, etwa die Hälfte des Zuckers, Vanillinzucker, eine Prise Salz und etwas Orangenabrieb. Die Zutaten werden jetzt auf höchster Stufe ungefähr 5 Minuten verrührt, bis eine cremige Mischung entsteht. Im nächsten Schritt kommen dann die Eigelbe hinzu und dann muss das Ganze nochmal für 2 bis 3 Minuten schaumig gerührt werden. Da kommen jetzt die fein gehackte Schokolade und die Nüsse hinein und nachdem alles gut durchmischt ist, fehlt nur noch der Eischnee. Damit sich der Eischnee einfacher unterheben lässt, ohne dass zu viel Luft entweicht, sollte er nur so zu etwa 3/4 fest werden und eine cremige Konsistenz haben. Die perfekte Konsistenz erreicht ihr ganz einfach, indem ihr das Eiweiß mit der Hälfte des Zuckers aufschlagt, und zwar so lange, bis sich beim Herausziehen der Mixstäbe leicht gebogene Spitzen bilden. Gebt am besten erst einmal nur 1/3 des Eischnees in den Teig und lockert ihn etwas auf, bevor ihr dann den Rest nach und nach vorsichtig unterhebt. Den Kuchen backe ich in einer Springform mit einem Durchmesser von 24 cm. Da der Teig recht klebrig ist, habe ich diesmal nicht nur den Boden der Backform, sondern auch den Rand mit Backpapier ausgelegt. Gebacken wird der Kuchen ungefähr 40 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Direkt nach dem Backen ist der Kuchen noch recht weich, er wird aber beim Abkühlen noch fester. Nach dem Abkühlen könnt ihr den Kuchen dann ganz einfach auf eine Platte stürzen. Traditionell wird die Torta Caprese mit Puderzucker dekoriert. Wer möchte, kann den Kuchen vorher mit einer Spitzendecke oder ähnlichem abdecken, sodass ein hübsches Muster entsteht. Ich habe mich hier für den Schriftzug Caprese entschieden, den habe ich mir einfach auf Papier ausgedruckt und ausgeschnitten. Und jetzt kommt wie immer der Anschnitt, den sich viele von euch wünschen. Schaut mal, wie toll der Kuchen von innen aussieht. Er ist wunderbar weich und saftig und genau das Richtige für Schokoladenfans. Ich hoffe, auch dieses Rezept hat euch gefallen und bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!